Jo, hi Ananas, willkommen zu Tag 277 von Vloggy the Family, das Jahr mit der Eisfüchsfamilie. Es ist der 31. Mai, es ist Sonntag, es ist irgendwas zwischen 9 und 10. Und, wie man sieht, sitzen wir draußen, weil wir draußen frühstücken. Guten Morgen, Charlotte. Trinkst du schon was? Oder zumindest tust du so, ne? Hallo Victoria, zeig mal deinen schicken Hut. Yay! Ja, schicker Hut. Ja, ich weiß, ich will nichts auf dem Kopf haben. Aber es ist ein bisschen windig, also müssen sie. Ja! Kleine Süße. Ist so nicht wirklich ganz doll warm, aber das hatten ja gesagt, bei milden 20, 21 Grad. Aber echt blauer Himmel, strahlende Sonne. Ne? Und außerdem habt ihr ganz eine schöne Nacht hinter euch gebracht. Du bist zwar zwischendrin einmal wach geworden und du dann heute Morgen um 5:30. Ja. Aber haben quasi fast durchgeschlafen. Nö, also Charlotte hat durchgeschlafen und du warst auch ganz locker, ne? Und entspannt. Ja, heute Morgen dann im Bett rumgetobt. Ja, da warst du ein bisschen eifersüchtig, ne? Auf deine Schwester. Ja, Charlotte wurde ein bisschen später wach und kam dann auch ins Bett. Ja, da fing sie immer an rumzunölen, wenn Charlotte bei mir war. Dann wollte Victoria auch unbedingt zu mir und fing dann an zu schimpfen, weil... Naja, und dann schlief Charlotte irgendwann ein, weil sie war eigentlich müde. Dann kam Victoria immer und wollte sie immer wach machen, immer anschubsen. Nee, hast du es nicht runter. Und es würde halt helfen, hinzugucken, was man macht. Ne? Na, Schnüffelmaus? Bist ja auch ganz alleine draußen, ne? Deine Schwester schläft noch. Haha. Ja, hast du schon gequietscht mit den Quietschetieren? Oh, niedliche kleine Süße. Haha. Ja, die Mama macht jetzt euer Essen. Dann gibt's draußen Mittag. Genau zur richtigen Zeit. Das letzte fertig gestrichen. Ja! Papa kommt zum Füttern. Papa kommt zum Füttern. Na, ihr kleinen Spaßprinzessin. Der Papa ist dreckig, den kannst du jetzt nie anfassen. Der hat überall Holzlasur. Das ist klebrig. Es ist zwar Öko-Zeugs, aber trotzdem klebrig. Okay, mein gestrichenes muss trocknen. Dann kann ich ja jetzt den Porree und Zeugs, das restliche, aus dem Gewächshaus räumen. Den Platz für den Porree habe ich ja schon vorbereitet. Für die Bohnen auch. Die kann ich nämlich jetzt auch noch gleich stecken. Stecke ich mir gleich in die Tasche. Und ich glaube, die Kamera braucht einen neuen Akku. Porree, also Lauch umpflanzen, ja, das ist ja echte Strafarbeit. Lauter einzelne Halme umsetzen. Aber gleich bin ich durch. Das Stück da kommen noch welche hin. Wenn der dieser wieder nicht schluckt, Dann sind wir durch. Ja, wenn der dieser wieder nichts wirkt, dann war es das. Habe ich ja gesagt. Jetzt haben wir nochmal 12 Sellerie dahin gepflanzt. Der Rest, der jetzt noch über ist, der kann echt weg. Jetzt haben wir, was weiß ich, 40, 50 Sellerie-Pflanzen gepflanzt. Die Zucchini, wie der Italiener sagt. Okay, also die Zucchini haben wir auch den Platz gefunden. Oben, wir wollen ja unbedingt Melonen, haben wir jetzt Kerne bis zum Abwinken reingesteckt. Vielleicht passiert ja noch was. Links und rechts grüne Kletter und in der Mitte, das ist eine gelbe. 3 Pflanzen reichen, mehr haben wir sonst eigentlich auch nicht. Es sitzen auch schon Blüten dran, allerdings momentan nur männliche, wenn ich das so richtig sehe. Also alle ohne Verdickung hinten. Okay, wir haben den Porree umgepflanzt. Wir haben Bohnen gelegt. Wir haben noch ein paar von den Sellerie umgepflanzt. Wir haben die Zucchini gerade umgepflanzt. Das heißt also, das Gewächshaus ist quasi fast leer. Ja, die Anna hat schon die ersten Tomaten am Start. Da kann die Anna mitmachen, was sie will. Das ist der restliche Sellerie, den braucht man einfach nicht mehr. Das heißt, nächstes Jahr kann ich einfach weniger sehen. Das funktioniert also im Gewächshaus ganz gut. Das ist der Sweet Dumpling. Da brauchen wir noch den Platz für. Und da ist die Zucchini weg. Der Rest ist die Anna zur freien Verfügung. Ja, ehe ich Projekt Kompost weitermache, werden dann erstmal die Fenchel, die Anna noch gerettet hat,
vorne hingepflanzt. Mal gucken, ob sie da was werden. Gut, beginnen wir mit der Rückwand. Ja, der Großvater hat ja noch 4 Pfosten über, beziehungsweise einen langen Balken, wo uns 4 Pfosten von gemacht hat. Die hat er auch mit Teer bestrichen, aber wir wollten den Rest nicht mit Teer bestreichen, weil ja, Teer jetzt nicht so die gesundesten Ausdünstungen hat. Und das geht letztlich in die Erde. Gut, bei den Pfosten sei es drum. Aber jetzt werden wir, wie gehabt, erstmal außen die Pfosten anschrauben. Und dann die Querseiten, die muss ich natürlich erst sägen. Das heißt also, das wird heute nicht mehr fertig. Alter, ist ja ein Teufelszeug. Der Teer klebt immer noch. Das war sogar drin auf dem Tisch, auf dem es gelegen hat, festgeklebt. Na gut. Mit dem ersten Pfosten hält die Rückwand schon mal zusammen. Aber das mit dem Teer ist ganz schön klebrige Angelegenheit. Da kleben dauernd meine Klampen dran fest. Na, ihr kleinen Schnuppelmäuse. Powernapping vorbei? Wie sitzt du denn in deinem Wagen? Hä? Hä? Ja, dann wollen wir euch da mal rausholen, wa? Ja, Essen kommt gleich. Essen wir wieder draußen. War schön, ne? Alle 3 Mahlzeiten draußen gegessen. Alle 3 Mahlzeiten draußen. So, dann höre ich mir für heute auf, ne? Hört der Papa auf, gehen wir rein und spielen. Dann kann die Mama noch ein paar Tomaten pflanzen. Ja, freue mich zusammen. Oben die beiden muss ich noch festschrauben. Ja, und dann kommt hier auf der Mitte kommt quasi eine Trennwand, die genauso lang ist wie die Seiten. Und Bretter zum Reinschieben für die beiden einzelnen Fächer. Und dann haben wir einen 2-Kammer-Kompost. Charlotte, quietsch mal. Quietsch mal. Du kannst das doch so schön. Quietsch mal. Genau, ja! Quietschi! Tja, einen Tag klappt es immer super und einen Tag klappt es wieder mal so gut wie überhaupt nicht, das Einschlafen und ins Bett gehen. Momentan weiß die andere noch nicht, ob sie Victoria zum Schlafen kriegt. Charlotte hat auch ewig lange gebraucht. Die ist aber jetzt so halbwegs eingeschlafen, so richtig schlafen tut sie auch noch nicht. Na gut, wir werden sehen. Ich sag schon mal tschüss, wir sehen uns morgen. Wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen, außerdem irgendwie Abendbrot essen, sollten wir vielleicht auch noch. Und es ist ja auch schon wieder 9. Seit 1,5 Stunden versuchen wir, die Kinder zum Schlafen zu bewegen. Meine Fresse.